Die Geschichte des Manga-Schallwandlers begann Ende der 60er Jahre und wurde mit zahlreichen Patenten weltweit abgedeckt. Seit dieser Zeit wurde kontinuierlich optimiert. Das ist, warum es Manga auch nach 50 Jahren immer noch gibt. Wenn man einen ehrlichen Lautsprecher hat, der nichts dazu tut und nichts weglässt, dann ist einfach das halt reduziert auf das, was in der Aufnahme steckt. Und das ist das, was letztlich das Ziel meines Vaters war, dass er letztlich eine Musikreproduktion erreichen wollte mit dem anderen Wandlerprinzip, was alles andere halt Lautsprecher eigene einfach weglässt. Und ich glaube, das haben wir insbesondere seitdem wir mit der neuen Produktlinie am Start sind, noch mal ein ganzes Stück weiter nach vorn gebracht, mal dieses Kernziel einfach zu erreichen. Er arbeitet mit einem ganz anderen Prinzip. Das ist das sogenannte Biegewellenprinzip. Jeder klassische Lautsprecher macht eine kolbenförmige Bewegung. Und beim Manga-Wandler ist der Vorteil dieses Prinzips, viel zeitgenauer, präziser zu arbeiten. Der zweite Vorteil ist, dass es einen großen Frequenzbereich abdecken kann. Wir verwenden heute in allen Systemen eine Trennfrequenz von 360 Hertz, die einfach den Manga-Wandler in seinem eigentlichen Prinzip wirklich ganz pur laufen lässt und ihn dadurch einfach qualitativ nochmal einen ganzen Schritt nach vorne gebracht hat. Wie es so schön heißt, Form follows Function, ne? Die Präzision im Schall ist nur zu erreichen, wenn man die Präzision in der Fertigung, in der Produktion umsetzt. Alle Manga-Schallwandler werden hier von Hand in Melrichstadt gebaut. Bis auf die Metallteile des Manga-Schallwandlers fertigen wir hier im Haus alles. Das heißt, die Membran, die ja das eigentliche Herzstück des Manga-Schallwandlers ist, da fertigen wir sogar den Kunststoff, der in der Sandwich-Membran verpresst wird, selbst an. Es ist eine Eigenentwicklung, die mein Vater auch gemacht hat. Die Membran hat im Bereich der Schwingspule etwa eine Dicke von 0,3 mm. Sie hat aber unterschiedliche Bereiche von Prägungen und auch unterschiedliche Dicken von innen nach außen, weil dadurch einfach die sogenannte Ausbreitungsgeschwindigkeit kontrolliert gesteuert werden kann. Wir fertigen die Schwingspule komplett selbst, bauen den Magneten, magnetisieren den auch und natürlich dann die komplette Montage. Und das ist das ziemlich anspruchsvolle, wo wir eben halt mit sehr engen Toleranzen auch arbeiten, weil die gesamten einzelnen Bauteile sehr eng toleriert zueinander gefügt werden müssen. Weil der Manga-Schallwandler nicht wie ein klassischer Lautsprecher eine Zentrierspinne hat, sondern die einzelnen Toleranzen sich aufeinander aufbauen. Die Schwingspule, ne? Und die muss genau mittig in diesem freien Bereich sein. Der neuneckige Stern hat ganz einfach eine akustische Wirkung, eine dämpfende Wirkung, weil die Wellen, die nach außen laufen, nicht mehr zurückreflektiert werden sollen. Wir freuen uns natürlich über sehr viele herausragende Testberichte, entsprechende Auszeichnungen, Editor's Choice. Wir lieben das, was wir tun und deswegen sind wir für alle Interessenten da, für unsere Händler, für unsere Vertriebe und wenn eine Beratung 2, 3, 4 Stunden dauert, dann machen wir das natürlich gern. Das ist auch das, was wir immer wieder zurückgemeldet bekommen, dass eine Zusammenarbeit und auch die Beratung heutzutage eher eine Ausnahme ist, wie wir es machen. Und wir auch letztlich noch einen Schritt weiter gehen und für jeden Kunden die Lautsprecher fertigen direkt nach Bestellung, weil auch die individuelle Farbe gewählt werden kann. Und bis heute ich jeden einzelnen Lautsprecher, der bei uns das Haus verlässt und sich auf den Weg zum Kunden macht, endprüfe.